Meine Mutter soll froh sein, dass ich noch so jung bin und das, weißt du, wegen Vergewaltigung, gell? Ja, ich denke mal, es war eine Kindheit wie bei jedem anderen anfangs. Schule gehen, mit Freunden treffen, Freunden spielen. Und dann, als der Krieg natürlich angefangen hat, hat man es als Kind nicht so realisiert. Also, wo mein Opa meinte, morgen fängt der Krieg an, wusste ich gar nicht, was dieses Wort ist. Ich weiß bloß, dass wir die Flugzeuge beobachtet haben, die wir nach Budapest geflogen sind. Sind wir unterm Baum gesessen und haben halt gesehen, die Flugzeuge über das Dorf. Und wie sie halt nach Budapest geflogen sind, bombardiert. Aber wie gesagt, halt, das hat uns nicht so berührt. Erst wo die Russen gekommen sind, halt später. Und das war schlimm, weil anscheinend, weil die Donau da war, von uns nicht weit weg, 25 Kilometer. Und dann konnten die Russen nicht so leicht über die Donau. Und sind immer wieder zurückgeschickt oder gejagt oder wie sagt man denn. Und dann, und durch das haben wir lang einen Krieg gehabt. Einmal, da hast du morgens nicht gewusst, sind jetzt die Deutschen da oder die Russen sind da. Und das war schon schlimm. In Nachbarschaft war ein Haus in Rohbau noch, gell? Und da haben sie einen deutschen Soldat totgeschlagen. Den haben sie oft, also direkt am Wand, hast du noch ein Blut gesehen und alles, gell? Und da haben sie so Winterstiefel ausgezogen und die Winterstiefel haben sie zu meiner Mutter, also wir in der Nachbarschaft wohnt, da sind sie reingekommen und haben die Stiefel aus angeboten, gell? Und meine Mutter hat gesagt, nicht. Ich kann mich gut erinnern, 3 Deutsche in unser Haus rein, weil wir von der Ortschaft an der Rande gewohnt, gell? Und da sind die Felder quer. Und da war hauptsächlich Panzerschlachter. Und dann sind auch 3 deutsche Soldaten in unser Raum rein. Und dann haben sie Essen gegeben und alles. Und am anderen Tag sind wir raus und sind nicht rausgelegen, wenn sie sich verschossen wurden. Meine Mutter soll froh sein, dass ich noch so jung bin und das, weißt du, wegen Vergewaltigung, gell? Weil ich hab mit denen halt Spaß gemacht und mit denen gesprochen und alles, aber durch das, dass sie halt so klein waren, habe ich keine Angst gehabt oder hatte keine Gefahr. So. Aber meine Cousine, die war 16, da kam ein Mann und einer Ungar, ein Nachbar, mit den Russen und dann hat er gesagt zu ihr, sie soll mitgehen, sie muss Kartoffeln schälen gehen. Weißt du, man hat mir so öfters auch in der Küche so helfen. Und dann ist sie mit und dann ist sie halt vergewaltigt worden von 7 Leuten.